Situation für einen jungen Spieler auf so ein Turnier zu performen, ist halt immens, ne? Die Ziele, die er sich setzt, da würde er alles dafür tun, dass die wahr werden. Ich mag ihn einfach übertrieben als Person. Das ist auch ein großer Grund, warum ich persönlich es sehr mir wünschen würde für ihn, dass er die nächste Ära prägt. Mein Name ist Karim Musa, besser bekannt auch unter dem Nickname Krimbo. Ich bin 20 Jahre alt und ich spiele professionell Counter-Strike beim Team Big. Right now, get ready. Right now, this is where it all begins. This is where it all begins. Counter-Strike habe ich damals durch einen Freund entdeckt. Wir waren im Schwimmbad und dann wurde ich gefragt, ey, was machst du so später so? Und ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, kommt Fußball heute oder so? Ich war 12, wusste noch nicht, was ich vorhab. Und dann meinte er, ja, ich spiele mit einem Freund CSGO, hol dir das doch auch mal. Ich so, ja, aber ich hatte halt noch nie so wirklich am PC oder Laptop gespielt. Hatte ich das erste Mal so einen Laptop von meinen Eltern. Und wenn du halt am Anfang absolut keine Ahnung hast, auf einmal bewegt man sich mit W, A, S, D, das habe ich auch nie verstanden, warum diese Buchstaben, da sind noch Pfeiltasten und bla bla, so halt. Ja, irgendwann kam ich mehr rein ins Spielen, habe ich einmal die ganzen Ferien durchgespielt, dann ging es halt so richtig los. Es müsste Ende 2016, Anfang 2017 gewesen sein. Da habe ich zusammen mit einem Mate von mir, Vexator, der übrigens der Cousin von Jarosch ist, wollte ich mit dem ein Team gründen. Und da hat uns noch ein Spieler gefehlt oder zwei. Und dann haben wir im 99 Damage Forum damals geschaut und sind halt auf den Post von Karim gestoßen, der damals so seine ersten Teamerfahrungen machen wollte. Und ja, dann habe ich ihn geaddet, weil ich gesehen habe, wir sind so das gleiche Alter und haben wir hin und her geschrieben, angefangen ab und zu miteinander zu spielen und so kam der erste Kontakt. Du bist halt 15, 16 Jahre alt, du chillst so mit deinem Kumpel Denzel, du weißt eigentlich gar nicht so wirklich, was so drumherum abgeht. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, dass sein Vater, also Yilmaz, so Big aufgebaut hat mit Nuran zusammen und den ganzen anderen Jungs. Also da ist so halt alles so familiär, da kommt auf einmal, Jarosch kommt mal kurz vorbei, trinkt eine Tasse Tee mit Nuran, Yilmaz, was auch immer, weißt du, so alles so positiv, man hat sich so wohl gefühlt direkt, es war so familiär einfach, wo ich auf jeden Fall da wusste, so ey, da will ich auf jeden Fall irgendwann mal hin. Mein erster Eindruck von Karim, als ich das erste Mal hier war auf jeden Fall sehr positiv. Er hat sehr, sehr gute Manieren und sehr, sehr höflicher junger Boy. Ich hatte nicht so viel mit Karim zu tun am Anfang, aber ich wusste zum Beispiel von Nico, also von Legia damals, hat er gesagt, dass Krimbo auf jeden Fall ein guter Spieler sein wird in Zukunft und dass er sehr, 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 sehr viel Talent hat. Also 2020 gab es die Big Home Academy ja schon und da ist ein Platz frei geworden. Ich kannte die Jungs ja schon, so Anhuin, Hades, Panix und David. Man kannte sich durch Faceit einfach nur so auf Teamspeak chillen oder wo auch immer. Ja, als die Jungs dann wussten, dass dann Platz frei wird, haben sie dann direkt mich gefragt. Karim ist von Anfang an aufgefallen. Er war oft in Berlin, auch als er im Academy-Team war. Hat immer auf den Server auf sich aufmerksam gemacht. Ich hatte coole Gespräche mit ihm. Er ist ein unheimlich lieber, sympathischer Junge, der aus meiner Sicht das Herz am richtigen Fleck hat. Er hat hohe moralische Werte und spielt darüber hinaus auch noch sehr, sehr gut. 2022 habe ich dann schon so den richtigen, in Anführungszeichen, Test bekommen im Main-Team. Und ja, das war, glaube ich, der zweite RMR-Qualifier, den ich dann ausgeholfen habe. Wir konnten uns leider nicht qualifizieren da. Ich habe mir auf jeden Fall Vorwürfe gemacht, als wir so den ersten RMR-Qualifier nicht geschafft haben. Obwohl ich, denke ich, gar nicht so schlecht gespielt habe. Und ich war natürlich aufgeregt ein bisschen. So, du wächst zum Beispiel
damit auf, dass du Tapsen halt beim CS-Spielen zuguckst in der professionellen Szene und jetzt spielst du mit ihm im Team so. Als es dann geklappt hat, dass wir uns qualifiziert haben, war jeder sehr glücklich. Wir haben uns gut verstanden, auch in-game, sag ich mal. Es hat irgendwie harmoniert direkt. Als wir dann zum RMR gefahren sind, ich glaube, das war ein paar Monate später erst. Ich würde sagen, das Team war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen in der Krise. Nicht unbedingt, ich meine, wir haben uns alle super verstanden, aber die Ergebnisse waren einfach nicht da. Ich von außen war damals ja noch nicht Coach, habe gemerkt, dass sie mehr Motivation brauchen, dass sie ein bisschen Feuer brauchen und das hat man versucht von außen zu geben. Ja, ein super spezieller Moment war das 2B gegen FaZe. Da kam sie irgendwie B und er musste Multikillen und war eigentlich in einer schlechten Situation am Spot und schreit dann irgendwie sowas wie: Ihr wollt wirklich B kommen, ihr wollt wirklich B kommen, und das war halt auf jeden Fall sehr witzig und da haben wir uns alle sehr gefreut. The man, it's all on this Crimbo, mate. The B-holds have been so clean. Can he put a stop? Two twists out through the doors, and there he is from the Big Omen Academy to the Bad Omen Academy, and they're going to the major, taking down FaZe on their map pick, and to take this series 2-0. Ja, das war mit seinen "Ich bin auf der großen Bühne" Statements. Wir sind 3-0 gegangen, haben im entscheidenden Spiel FaZe geschlagen. Aus meiner Sicht war er der entscheidende Faktor, wieso das so gut gelaufen ist. Es geht jetzt genau in die Richtung, wo wir ihn haben wollen. Ne? Also er ist ein unheimlich intelligenter Spieler, der viel in diesem Jahr gelernt hat, der aber auch viele Turniere besucht hat. Also es ist ein unheimlich intensives Jahr gewesen. Einer seiner größten Stärken ist das Klatschen. Das wissen ja mittlerweile alle. Natürlich wird er dementsprechend auch eingesetzt, dass Karim, wenn es geht, natürlich immer ziemlich lange in der Runde steht, noch am Leben ist und halt in diese Klatsch-Situation kommt. Aber das ist, was Spieler auch ausmacht. Also Karim ist halt ein unheimlich cooler Typ. Ne? Auch wenn es manchmal innen ein bisschen brodelt, denke ich, kann er das kompensieren und er zeigt halt immer seine Leistung, obwohl er aufgeregt ist oder diesen Pressure von außen spürt. Weil ich meine, die Situation für einen jungen Spieler auf so einem Turnier zu performen, ist halt immens, ne? Der Druck, der dahinter steht. Karims Spielziel ist sehr bedacht, vorsichtig. Das sieht man bei wenigen Spielern, die einen Approach zum Spiel haben, die sehr, sehr systematisch sind. Das ist auf jeden Fall seine Stärke, dass er an viele Möglichkeiten denkt, die vielleicht andere nicht im Kopf haben. It's just Crimbo left to do it all. One kill found, looks back to the monster play, the low HP of Hobbit, it is found in Crimbo. The young man is looking to pull off the clutch, the block is pulled, he's down to two. And Crimbo, in the city of the Mavericks, he is proving he is the top gun. Also ich denke, in 2 Jahren ist Karim ein Top 5 bis Top 10 Spieler der Welt in einem Top 5 Team, was big sein wird. Als Leader mit Jarosch zusammen. Ich denke, er wird ein sehr konstanter Spieler aufgrund seines Rhythmus, den er auch pflegt, aufgrund seiner Einstellung und seines Workflows. Ich bin der Meinung, er hat sehr, sehr viel Potenzial und wenn er so weiterarbeitet, dann kann er eine History schreiben, wie Johannes bei uns getan hat, und von daher sehe ich bei ihm eine rosige Zukunft. Und das würde ich auch als seine größte Stärke betiteln, dass die Ziele, die er sich setzt, da würde er alles dafür tun, dass die wahr werden. Ich denke, was so jeder CS-Spieler will, ist halt ein Major gewinnen. Und was auf jeden Fall noch zugehört, ist, ich mal Cologne gewinnen, beziehungsweise erstmal halt Step für Step. Ich will auf jeden Fall mal Cologne auf der Stage spielen. So vor den Roaring Beers, so vor den ganzen anderen Fans. Das sind so meine 2 größten Ziele. Wenn Big in der ACM gespielt hat, man wusste immer, okay, da will ich unbedingt hin. Auch wenn das Main-Team halt mittlerweile größere Turniere spielt. Nur ist halt, denke ich jetzt, die Big Omen Academy halt dieser Anhaltpunkt, wo jüngere Spieler hinwollen. Und ja, ich denke, die spielen eine sehr große Rolle im deutschen Counter-Strike. Grundlegend ist das Academy-Team ein unheimlich wichtiges Konzept, wo die jungen Spieler reifen sollen und
langfristig in einem guten Tempo an das Main-Team rangeführt werden. Und ich denke, das ist bei Karim optimal gelaufen. Er hat eine gute Zeit im Academy-Team gehabt und hat in der Zeit sehr viel mitgenommen, sowohl was Work-Ethik angeht, Leadershipment und halt auch verschiedene Rollen eingenommen. Von daher ist das unverzichtbar für ihn gewesen aus meiner Sicht. Karims Charakter ist auf jeden Fall sehr freundlich, sehr goofy, also so ein witziger Typ. Mit dem kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben. Manchmal kindisch noch, aber nicht, weil er so kindlich noch ist, sondern weil er halt so ein bisschen rumalbert. Jeder, der ihn bei uns im Büro kennengelernt hat, weiß sofort, mit ihm kann man sich über alles unterhalten. Er hat immer ein offenes Ohr, will halt auch immer eigentlich überall mitreden, was aber auch sympathisch ist aus meiner Sicht, weil er es ja auf eine sehr angenehme Art und Weise macht. Und das seht ihr ja auch in den Videos, die unser Jutta Max hier immer macht. Er ist ein sehr kommunikativer Typ, der eigentlich immer einen zum Lachen bringt. Also er ist auch so ein bisschen der gute Launebär. Außer wenn es mal schlecht läuft, dann packt ihn sein Ehrgeiz und dann kann es auch mal ein bisschen rauer werden. Sehr, sehr guter Junge, gutes Herz und ja, das ist auch ein großer Grund, warum ich persönlich es sehr mir wünschen würde für ihn, dass er die nächste Ära prägt, weil er einfach so ein guter Junge ist, so ein gutes Herz hat, genauso wie Tapsen. Und ich denke, ich auch. Also dann würde man so das Gute weitergeben und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.